Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es in Richtung Ende der Grundlagen. Wir beschäftigen uns jetzt noch mit Functions, also Funktionen auf Deutsch. Und dann geht es so richtig an das Eingemachte, und zwar werden wir dann alles anwenden, wenn wir uns um Forms kümmern und sonstiges Zeugs, was man alles Cooles machen kann. Zum Beispiel Datenbankabfragen, ja. Aber erstmal die grundlegenden Sachen zu Ende, nämlich Funktionen. Funktionen werden euch häufig begegnen, die sind nämlich mega geil und unglaublich wichtig. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt hier in diesem PHP-Skript, was hier ziemlich leer gerade aussieht, haufenweise Code stehen, ja? Und ihr führt den 100.000 Mal genau dasselbe aus. Also nicht irgendwie in einer While-Schleife, sondern irgendwie verschachtelt oder sonst irgendwas. Und ihr müsst aber jedes Mal den Code neu tippen. Dann solltet ihr dringend eine Funktion benutzen. Und eine Funktion sieht folgendermaßen aus. Wir schreiben einfach Function und dann ich mache den Kram hinten dran gerade mal wieder weg. Das irritiert, glaube ich, nur. Also wir schreiben Function. F-U-N-C-T, ihr seht selber. Und dann einen Namen für diese Funktion, zum Beispiel PlayGwent. Und dann kommen diese Klammern hier. Warum wir die brauchen, werde ich euch im nächsten Video erklären. Da hat es nämlich tatsächlich noch einen Sinn dahinter. Und dann haben wir hier geschweifte Klammern. Das heißt, wichtig, dass ihr wirklich beide nehmt. Wenn ihr eins von beiden vergesst, dann ist das ganze Ding kaputt und alles fliegt euch um die Ohren normalerweise. Also erstmal direkt hinter dem Wort diese normalen Klammern, diese runden Klammern und dann hinten dran die geschweiften Klammern. Und in die geschweiften Klammern kommt jetzt euer Code. Zum Beispiel, den ihr sehr, sehr häufig ausführen wollt. Echo Bock auf eine Runde Gwent. Jetzt wechseln wir sogar noch die Sprache. Naja, macht nichts. Okay, hinten dran Semikolon nicht vergessen. Hier braucht ihr kein Semikolon und hier auch nicht. Das ist quasi eine Definition von einer Funktion. Das an sich macht noch absolut gar nichts und ich habe Bock falsch geschrieben. Wie kann sowas passieren? Okay, so und jetzt schauen wir uns das Ganze mal einfach im Browser an. Hier ist es. Okay, wenn ich jetzt aktualisiere, passiert einfach gar nichts. Warum? Wir haben doch hier ein Echo ausgegeben. Hä? Was soll das? Naja, eine Funktion bietet mir bloß einen Einspringpunkt, wenn ich diese Funktion ausführen möchte. Ich muss es aber nicht tun. Und indem ich sie definiere, wird sie nicht ausgeführt. Ich zeige euch das Ganze am besten mal an einem Beispiel. Wenn wir diese Funktion jetzt tatsächlich ausführen wollen, wobei, warum nicht? Machen wir das einfach mal in demselben Skript. Also irgendwo weiter unten, hier kommt jetzt richtig viel Code in PHP oder sowas rein. Und unten drunter, unter diesem anderen Code, da führen wir jetzt diese Funktion einmal aus, indem wir schreiben PlayGwent, Klammer, Klammer, nur einmal. Und danach ein Semikolon. Hier brauchen wir jetzt das Semikolon wieder, weil das ist jetzt ein Befehl. Das hier oben war bloß die Definition von der Funktion. Also quasi eine Variable erschaffen. Nur, dass diese Variable jetzt plötzlich Sachen ausführen kann. Also irgendwelche Befehle. Hier drin kann ich natürlich nicht nur Echo schreiben, sondern alles Mögliche. Und PlayGwent ruft mir das Ganze einfach jetzt auf. Also stellt euch das Ganze so vor, da wo PlayGwent steht, da wird einfach alles, was hier zwischen den geschweiften Klammern steht, eingefügt. Also das hier rauskopiert und da eingefügt. Also quasi so. Und das hier ist dann einfach nicht vorhanden. So sieht dann im Prinzip euer PHP-Skript aus. Nur, dass ihr das Ganze jetzt mehrmals machen könnt. Ich zeige euch gerade einfach mal, was passiert, wenn wir das jetzt ausführen. Dann steht hier Bock auf eine Runde Gwent. Da muss natürlich ein Fragezeichen hin. Und wenn ich jetzt dieses PlayGwent, diesen Aufruf hier nochmal machen würde, einfach genau dasselbe, dann wird das Ganze einfach zweimal ausgegeben. Das heißt, wir bekommen hier zweimal Bock auf eine Runde Gwent. Und das ist natürlich mega cool, wenn wir irgendwie in eine Schleife gehen oder Code haben, den wir häufig schreiben müssen und so. Das ist sehr nützlich, denn so können wir einfach sagen, okay, ich möchte jetzt den Code ausführen und ich habe ihn aber schon gekapselt, ich habe ihn in einer Funktion drin und so kann ich den dann einfach sehr, sehr oft wieder ausführen. Und PHP stellt euch haufenweise Funktionen zur Verfügung, die ihr einfach benutzen könnt. Da müsst ihr eigentlich gar nichts machen, außer eben diesen Aufruf. Stellt euch mal vor, PHP hätte keine Funktion. Da müsstet ihr den ganzen Kram von wegen die Länge eines Strings oder sowas, müsstet ihr alles selbst programmieren. Und so könnt ihr einfach sagen, ich hätte gerne die Funktion, die mir die Länge eines Strings ausgibt, mach mal. Und müsst nichts mehr machen. Und im Prinzip könnt ihr euch, wie gesagt, einfach vorstellen, dieser ganze Kram hier zwischen den geschweiften Klammern, der wird auf jeden Aufruf reinkopiert. Also sozusagen, ich nehme alles zwischendrin und ersetze erst den ersten Aufruf und dann den zweiten Aufruf. Und so sieht dann mein fertiges Skript aus. So, und bei PHP ist es jetzt sogar noch ein bisschen mehr von Vorteil. Jetzt können wir nämlich sogar hergehen und sagen, okay, hier ist noch irgendwie HTML
Zum Beispiel, keine Ahnung, aber sicher doch. Und dann können wir unten drunter nochmal ein PHP-Skript auspacken. Also so, das kennt ihr ja mittlerweile, dass man davon mehrere haben kann. Und jetzt können wir aber hier diese Funktion auch benutzen. Das heißt, ihr müsst sie nur einmal definieren und nicht jedes Mal, wenn ihr ein neues PHP-Skript ausführt. Das heißt, hier kann ich jetzt einfach schreiben Blake Klammer, Klammer, Semikolon. Ich mache mal die beiden hier oben weg, sonst wird es langsam unübersichtlich. Geht ja nicht lange, so ein Ding hinzuschreiben. Das ist nämlich ein Hauptvorteil davon. Und jetzt können wir das Ganze wieder aufrufen und es steht, aber sicher doch, Bock auf eine Runde Gwent da. Ist natürlich falsch rum, aber der Paragraph hier oben ist natürlich zuerst da und danach wird Blake Gwent ausgeführt, also die Funktion. Sehr geil und wirklich nützlich. Also Funktionen sind wirklich nicht zu verachten. Denkt einfach dran, ihr springt, wenn ihr hier ankommt, genau hier rein und führt dann alles aus, was innerhalb dieser geschweiften Klammern ist und schon seid ihr fertig. Also wenn ihr am Ende angekommen seid, dann springt ihr wieder genau hier zurück. Also quasi bei dem Play Gwent springt ihr hier rein, führt alles aus, was da drin ist und nach diesem Semikolon oder bei dem Erreichen von dieser zu geschweiften Klammern, springt ihr ans Semikolon und dann habt ihr quasi alles abgearbeitet und dann macht ihr einfach weiter. Also hier können auch tatsächlich mehrere Sachen drin stehen. Echo, aber sicher doch. Sowas in der Art kann da auch drin stehen, alles kein Problem. Und hier fehlt natürlich das Semikolon, wie ihr sicher schon gemerkt habt. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann wird erstmal Bock auf eine Runde Gwent ausgegeben und dann aber sicher doch. Das heißt, wir führen hier einfach direkt zwei Sachen auf einmal aus. Da kann natürlich auch irgendwelche Berechnungen drin vorkommen und so weiter und so fort. Und ja, wie wir dann weiter mit den Funktionen rummachen, das zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert ein bisschen rum, das braucht ein bisschen Übung, aber alles machbar. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.